Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute Montag. Ich bin in Portugal auf dem Campingplatz Cepo Verde und das ist mein Ausblick. Und hier im Auto habe ich das Fahrerprofil Camp ausgewählt, weil dadurch ist der Fahrersitz nach vorne gefahren und das Lenkrad nach oben und eingefahren. Und jetzt habe ich hinten über 2 Meter Liegefläche. Die zeige ich gleich. Ich stelle noch bei der Lüftung ein den Camp-Modus. Dann bleibt die Nacht über bei 20 Grad, habe ich mir eingestellt. Wenn ich das Auto hier rausnehme, die Autoklimatisierung, kann ich hier die Lüftung auf 1 stellen. Und das langt mir und ich habe die Luft nur nach oben, dass er hier oben rausbläst. Wenn ich in der Mitte ihn rausblasen lasse, dann kann mich der Luftzug stören, der hinten ankommt. Ich habe die Scheiben abgedunkelt, aber ich habe es schon wieder rausgemacht. Ja. So, das Auto lädt hier gerade mit 6 Ampere. Das kann man auch sehen. Hier kann man sich die maximale Stromstärke einstellen. Ich habe ihn zwar auf 8 eingestellt, aber weil er eine Schwankung hatte hier im Stromnetz, ist er runter auf 6 Ampere. Hier sieht man es. Ich hatte den gestern bei unter 50% angestöpselt und jetzt sind es fast 70. Also bevor ich fahre, sind es locker 70. Obwohl es nur 6 Ampere sind und ich die Klimaanlage die ganze Nacht anhabe, lädt er trotzdem Kilometer nach. Und hier sieht man es sogar, wenn man auf Prozent hat, sieht man hier, wie viel Kilowatt er geladen hat. Das wäre vielleicht für die Abrechnung gut, aber hier ist es pauschal und es kostet nichts. Und jetzt habe ich 90 Kilometer aufgerundet ins Auto geladen. Und ich bin gestern hier angekommen gegen 4 Uhr. Und gegen 5 Uhr ungefähr habe ich angestöpselt. In Portugal ist eine Stunde Zeitumstellung. Ja, ist mir das letzte Mal schon aufgefallen und diesmal wieder. Deshalb ist man eine Stunde früher am Ziel. Wegen der Zeitumstellung. Praktische Sache. Ja, hier ist dann gleich mein Frühstück. Also die Küche ist gut nah. Und ich glaube, ich werde den Tag hier verlängern, weil es hier einfach so schön ist. Ich zeige euch jetzt mal noch den Rest und dann den Campingplatz, weil der ist der Hammer. So, hier ist meine Stromversorgung. Hier ist der Stromkasten und man braucht immer ein Verlängerungskabel. Also ist zu empfehlen beim Campingplätzen. Das sind Schuko-Steckdosen, also ganz normale europäische Haushaltssteckdosen. Und man kann sich hier die Sicherung und den FI selbst reinmachen, falls er rausfliegen würde. Ich habe es ein bisschen regengeschützt, weil es sind auch ein paar Tropfen drauf. In der Nacht hat es nur leicht genieselt. So, dann geht das Kabel weiter, hier rein. Und er lädt. Sieht man am Grün. Das ist das Original Tesla mobile Universal Mobile Connector, UMC genannt. Das mobile Ladegerät. Serienmäßig dabei. So. Ja, also weil der Sitz vor und wieder zurückgefahren ist, das hier ist meine Auflage. Und die muss ich noch mal ein bisschen optimieren, weil die etwas geknickt ist. Mein Solarkocher, den habe ich mitgenommen, der ist hier. Dann ist hier ein Tisch und ganz unten drunter ist noch das Feldbett, falls ich mal im Pop-up-Zelt, was ich hier habe, schlafen möchte. Oder das Feldbett ist auch gut als Sonnenliege. So,
Ja, wie ihr seht, habe ich das Bett gerade gemacht. Hier sieht man meine Power Station. Die habe ich heute Morgen benutzt, um Wasser zu kochen. Und die war auf 100% beim ersten Ladestopp vor 3 Tagen und jetzt hat sie immer noch über 80%. Also das ist gut. Obwohl die so klein ist, das hält. Also man kann mit dem 2 kW Strom, der da gespeichert drin ist, sehr viel anfangen. So, hier sieht man mein Tablet. Das ist mein abendlicher Fernseher für Streaming. Oder habe ich schon draufgeladen, die ganzen Serien und Filme. Das hier sind meine Abdeckungen für die Scheiben. Die mache ich rundherum. Dann habe ich es dunkel. Dann mache ich noch mal auf. Ich zeige noch was. Also hier oben ist meine Starlink-Antenne. So, da sieht man sie mal. Die ist mit Saugnäpfen angebracht. Also einmal diese ganz einfachen Saugnäpfe, aber auch diese mit Hebelwirkung Saugnäpfe. 2 Stück. Und das hält ehrlich gesagt ganz gut. So. Das ist meine Abdeckung für die Abdunklung und es hält im Sommer auch die Hitze raus und im Winter hält es die Kälte draußen. Brauchen wir weniger Klima. Also hier. Ich mache mal einen Rundumblick. Also das ist der Campingplatz. Wir sind hier gerade in der Off-Off-Season. Also die Saison hat noch gar nicht angefangen, aber das ist ein Campingplatz auch für Dauercamper. Und hier oben sind, sage ich mal, Ferienwohnungen oder Hütten. Und ich glaube, ich bin hier mit 4 anderen Campern. Der ist nicht groß, der Campingplatz. Sehr gepflegt. Also das Bad, das zeige ich euch gleich. So ein schickes und gutes Bad habe ich noch nie gehabt. Da können sich manche Hotels was von abschneiden. So gut ist das Bad hier. So, also ich liege hier auf einer Schaumstoffmatte. So eine Trainingsmatte fürs Yoga, was ich nicht mache. Und das hier ist so eine selbstaufblasende Matte. Und die kann man mit ein bisschen Luft, also sozusagen noch weiter aufblasen. Da kann man sich genau den Härtegrad einstellen, den man auch zu Hause hat. Und dadurch hat man einen super Liegekomfort. Und ich habe ganz normales Bettzeug mitgenommen und damit schlafe ich gut. Meine Power Station ist hier. Und da ist der Stecker von dem Wasserkocher, den ich hier habe. Ja, und da ich mir heute Morgen schon Wasser gekocht habe, stelle ich ihn wieder weg. So, weggestellt. Und die Power Station hier kann ich laden über den 12 Volt Anschluss. Also das hier ist so ein 12 Volt Anschluss. Also das ist der Stecker, das ist so ein Adapter für 2 12 Volt Geräte. Und die stöpsel ich hier hinten rein, weil hier ja, ist dunkel. Hier ist auch noch ein 12 Volt Anschluss. Der hat vorne einen in der Mittelkonsole und hinten hat er einen 12 Volt Anschluss. Und so Elektrogeräte nicht während der Fahrt laden, weil das könnte Wackelkontakte geben. Also ich lade den immer nur jetzt hier beim Parken. Aber einmal die Woche lade ich den. Also ich könnte ihn jetzt sozusagen über den Strom laden, den ich hier bekomme, an dem 12 Volt Anschluss. Oder ich lade einfach Strom beim Supercharger und dann in der Nacht lade ich die Power Station voll. So. Hier dieser Sitzplatz ist noch aufgeklappt, weil hier steige ich ein und kann mich dann hier umziehen. Und ja, das hat sich als sehr praktisch herausgestellt. Ich kann das Bett immer aufgebaut lassen und hier kann ich einsteigen und mich umziehen. So, also hier ist mein Proviant. Meine Mütze, die ziehe ich noch auf, weil es kühl ist. Ja, mein 12 Volt
Wasserkocher. Hier ist das Kabel. Hier ist der Anschluss. Ja, hier liegt mein Kaffee drin und ja, jetzt liegt er auch wieder drin. Und kaum sage ich es, eigentlich habe ich einen Löffel und dafür eine gewisse Position. Ah, hier ist der Löffel. Dann zeige ich mal die Position. So, zack. Da ist nämlich ein Magnet und der Löffel hält an dem Magnet und dadurch weiß ich immer, wo mein Löffel ist und muss nicht im Fach suchen. Ja, das war's eigentlich schon. Vorne im Kofferraum, ach komm, ich zeigen. Wenn, dann machen wir mal die komplette Führung. Ach, und hinten habe ich auch noch einen Kofferraum, habe ich ganz vergessen zu zeigen. Tesla ist nämlich ein Raumwunder. Also der hat so viel Platz. Das ist mein Stuhl. Hier war viel Wasser, jetzt ist nur noch eine Wasserflasche da. Hier ist nochmal Wasser. Das ist der Kontaktgrill zum Grillen. Dann an der Powerstation. Das ist der obligatorische Campingstecker, den man normalerweise braucht beim Camping. Also bei einigen. Hier ist noch mein mobiler, also mein kleiner Solarkocher und noch ein Löschspray. Habe ich nur im Lager gefunden und habe es mal eingepackt. Braucht man eigentlich nie. Aber wenn es da ist. So, zudrücken immer mit 2 Händen oder viel Auflagefläche, damit man sich keine Delle reinmacht. So, und dann haben wir hier noch Kofferraum, na, schön aufgeräumt, und da hinten ist auch noch mal Kofferraum, also so ein kleines Ablagefach. Also hier ist Wäsche und jetzt die leeren Flaschen, also ich muss noch aufräumen. Ja, so, und jetzt laufen wir mal ein bisschen über den Campingplatz. Also das war das Auto. Ach, mein Wohnmobil. Das war ehrlich gesagt mein Wohnmobil. Weil ich habe eine Standheizung und ein Klima. So, das hier sind die Stellplätze hier unten. Also da hat man ja ein bisschen Privatbereich, sage ich mal. Auch Stellplätze. Der Grillplatz hier unten. Das ist das Badehaus. Auf der Rückseite kann man das Geschirr waschen. Ja, dann zeige ich mich einmal kurz, damit es nicht so langweilig wird. Hallo, das bin ich. Und das war es auch schon. Das Haus hier vorne ist das Restaurant. Und da habe ich gestern sogar auch schon zu Abend gegessen. Eine sehr individuelle Betreuung. Also es war gut und lecker und hat für mich alles gepasst. So, jetzt kommen wir hier in ein absolutes Luxusbad. So, ein bisschen Musik, deshalb muss ich hier schnell machen oder viel reden. Trinkwasser, Waschbecken, Marmor, sehr gepflegt. Na, hier sieht man mich nochmal. So gehe ich durchs Bild. Ladestation fürs Handy. Und jetzt zeige ich euch mal so eine, also Duschkabinen finde ich schön gemacht, schön gebildert. Hier der Boden, bester Boden. Also das ist alles wie nagelneu oder gepflegt halt. Man hat eine eigene, also man hat eine Duschkabine, man hat einen Duschstuhl, den man sich mit reinnehmen kann oder sich hier angenehm umziehen kann. Hat hier einen Haken, auf der Rückseite einen Haken. Nochmal extra einen Spiegel hier reingemacht. Hier kann man die Tür zumachen, damit die Klamotten nicht nass werden. Ein extra Haltegriff. Heißes Wasser. Wasserdruck gut. Also hier guckt euch den Boden an. Das ist wie neu. Wie neu. Also
Ja, die Temperatur hier ist angenehm. Hier läuft wohl immer die Heizung. Die normalen Klos zeige ich auch noch. Also mit Toilettenpapier, Klobrille. Also selten so ein schönes Bad gesehen. Und wie ihr merkt, ist hier keiner und deshalb kann ich hier ganz alleine mal euch das Bad zeigen. Also ein Riesenbad für mich. Also so ein großes Bad hatte ich bei Hotels noch nicht. Und selbst die 5-Sterne-Hotels, sage ich mal, sahen nicht immer so aus wie dieses Campingbad hier. Ja, das ist wohl für die Wohnmobile. Ja, auch mit dem Schild Wohnmobile zur Entsorgung und Wasserauffüllung. Ja, jetzt laufen wir noch ein bisschen vor, weil den Pool muss ich euch noch zeigen. Also jetzt, wir haben hier gerade 8 Grad oder so, also schon frisch. Wir haben März. Das ist nicht die Saison für. Auch hier, also das Holz sieht einfach gut aus. Drinnen die Gastronomie. Einfach, aber sehr hochwertig. Also, das ist super Innenausstattung. Ganz einfach. Und hier kann man dann schön, wohl im Sommer ist hier dann auch eine Bar eröffnet, sitzen und auf den Pool schauen, der übrigens auch sehr gepflegt aussieht. Das Wasser ist blau und nicht grün. Und es ist Wasser drin. Ja. Und da drüben, ich weiß nicht, ob man sieht, da ist ein Esel für Kinder zum Wippen. Ja, die Sonne geht erst auf. Wir haben 7 Uhr. Ihr hört ja den Lärm hier, also den Lärm, den die Vögel machen. Und ansonsten hört man hier nichts. Also es ist. Und hier ein bisschen Sonne, die jetzt über den Berg kommt. Hier gibt es einen Kühlschrank. Also, einen Kühlschrank hört man. Aber ansonsten, hier ist Ruhe pur. Hier kann man die Seele baumeln lassen. Deshalb werde ich hier auch nur spazieren gehen jetzt und werde noch mal einen Tag verlängern hier. Weil diese Ruhe, die gute Luft, gefällt mir einfach hier. Dann zeige ich noch, also gerne einen Daumen hoch und ein Abo, falls euch sowas gefällt. Die Rezeption, der hat auch einen Preis gewonnen, 2023 vom ACSI. Ich habe auch die Campingkarte, aber die braucht man hier nicht. Der ist einfach günstig. Wie ich sehe, morgens ist das Tor zu. Das heißt, da kann man morgens auch nicht einfach an- und abreisen. Hier ist noch ein Spielplatz für die Kinder. Und hier geht es ja noch hoch zu weiteren Stellplätzen, aber das ist ein kleiner Campingplatz. So, und hier sehen wir das Willkommensschild. Willkommensschild. Steht ja drauf. Benvenuto. Ja, ich hoffe, ihr habt hier einen kleinen Einblick von mir gekriegt. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Macht, was euch Spaß macht. Und genießt die Zeit. Das sollte ich alles sagen, wenn ich in die Kamera lächle. Also, bis zum nächsten Video. Tschüssi.